Hallo meine lieben Nähfreunde, es gibt was zu feiern und deswegen nähen wir heute ein neues Gratis-Schnittmuster. Viel Spaß! Meine Lieben, was soll ich sagen? Ich hatte gestern Geburtstag. Ja. Oh, immer dieses Teil. Und deswegen würde ich mich gerne selber beschenken. Ich bin jetzt 35 Jahre alt und ich habe mir noch nie eine Hose genäht. Wie kann das sein? Deswegen habe ich mal bei Stoffe Hemmers gefragt, ob wir zusammen die coole Cargohose Lia nähen wollen. Und das Team war auch gleich ganz begeistert. Deswegen haben wir jetzt hier eine Zusammenarbeit in diesem Video. Und ich habe für euch auch noch einen Rabattcode dabei. Bei diesem Freebook gefällt mir ganz besonders oben der Paperback-Bund mit dem selbstgenähten Gürtel und diese coolen Seitentaschen. Den Rabattcode von Stoffe Hemmers findet ihr unten in der Videobeschreibung. Aber Achtung, er ist diesmal nur 5 Tage gültig, also seid schnell, wenn ihr euch 10% auf nicht reduzierte Stoffe sichern wollt. Und da wir schon mal bei Geschenken sind, also ich hatte gestern eine richtig coole Party. Und ich hatte wie immer nichts zum Anziehen und das wollen wir heute einmal ändern. Mir gefällt diese Paperback-Hose richtig gut. Sowas habe ich auch noch gar nicht im Kleiderschrank und deswegen gibt es heute mal die Nähanleitung für die Hose. Ich zeige euch mal, was ich mir dafür ausgesucht habe. Ich bin nämlich auch ein großer Jeans-Fan. Schaut mal, wie schön dieser bestickte Chambray aussieht. Den bekommt ihr bei Stoffe Hemmers. Den Link findet ihr unten. Ich habe mich ja jetzt für diesen bestickten Jeansstoff entschieden, einfach weil ich Jeans total gern mag. Ihr könnt aber auch andere Stoffarten nutzen. Zum Beispiel passt hier auch Popeline sehr gut, aber auch andere webware Stoffe. Das Schöne ist, wenn ihr euch diese Schnittmuster jetzt einmal aufruft und bei den Freebooks anschaut, dann bekommt ihr Vorschläge für Stoffe aus dem Shop, die direkt zu diesem Projekt passen. Das finde ich richtig toll. Das ist ein Riesenvorteil bei Stoffe Hemmers, dass diese Vorschläge auch wirklich perfekt zu dem Projekt passen. Sucht euch doch am besten den Stoff aus, der euch am besten gefällt. Kommen wir mal zum Schnittmuster. Zunächst benötigt ihr 1,8 Meter Stoff. Wie gesagt, das kann erstmal alles sein, was Baumwolle ist. Dann 1,4 Meter elastische Bänder bzw. Gummis, Flieseline H200, wenn ihr euren Stoff verstärken möchtet, weil er sehr dünn ist. Dazu kommen dann noch Nähgewichte für den Zuschnitt, das perfekte Garn. Ich habe hier ein dunkelblau benutzt. Ich empfehle übrigens bei diesem Stoff auch eine Jeansnadel zu nutzen. Dann habe ich mit dem Rollschneider zugeschnitten. Eine Stoffschere darf aber trotzdem nicht fehlen. Die brauchen wir später für Knipser. Für die Markierungen und den Zuschnitt habe ich einen Trickmarker und Schneiderkreide benutzt. Die verschiedenen Verschlusssysteme zeige ich euch später. Jetzt kommt erstmal das ganze Schnittmuster. Ihr müsst hier richtig viel basteln, plant hier also gut Zeit ein. Achtung, auf dem Schnittmuster steht wirklich alles drauf, welches Teil das ist und wie oft ihr das wie auszuschneiden habt, aber eine Nahtzugabe ist nur bei ganz wenigen Teilen vorhanden. Natürlich benutzt ihr hier eine Nähmaschine und wer eine hat, nutzt die Overlock. Es geht aber auch der ganz normale Zickzackstich. Jetzt habe ich mir einmal mein Schnittmuster auf dem Stoff angezeichnet und dafür habe ich dann auch die ganze Nahtzugabe mitgezeichnet und dann an der Nahtzugabe entlang mit dem Rollschneider zugeschnitten. Hier gibt es nicht so viele feine Ecken, das heißt, ihr könnt euren ganz normalen großen Rollschneider benutzen. Die Knipse vom Schnittmuster übertragt ihr dabei bitte ganz genau mit eurer Schere auf dem Stoff. Ich habe hier zum Beispiel auch mal zwischendurch so eine kleinere Schere benutzt. Für die geraden Teile reicht natürlich auch ein Quiltlineal. Das legt ihr dann wirklich so an, dass es 1 Zentimeter genau übersteht. Orientiert euch dafür an den Linien und dann könnt ihr da einfach lang schneiden. Da müsst ihr vorher nicht einzeichnen. Dann habe ich mir noch die Flieseline vorgenommen, denn es gibt Teile, die man verstärken kann, wenn der Stoff besonders dünn ist. Das habe ich mal gemacht und ausprobiert. Und zwar brauche ich dafür die Taschenplatten und den Bindegürtel einmal komplett. Da ich nur eine
Tasche an der Seite genäht habe, musste ich auch nur eine Taschenplatte zuschneiden. Ich habe dafür ohne Nahtzugabe zugeschnitten, weil ich ja am Ende, wenn ich es aufbügel, sowieso nur die Verstärkung innen haben möchte und den Rest des Stoffes vernähe ich ja so oder so. Das heißt, am Ende schneide ich genau an meiner Fleseline lang, kann somit auch noch ein bisschen davon einsparen. Wichtig ist, wenn ihr das aufbügelt, ich habe hier eine gute genommen, dann geht das auch richtig fix. Ihr müsst wirklich einmal mit viel Temperatur drüber bügeln und dann hält die schon richtig gut. Die H200 ist dafür wirklich gut geeignet und geht ganz einfach auf euren Stoff. Schaut mal, das hält richtig gut und diese Taschenplatte ist jetzt gut verstärkt und kann dann auch vernäht werden. Beim Gürtel musste ich 2 Teile nehmen, um ein bisschen Stoff zu sparen, habe ich nur ein kleines Stück genommen und dann habe ich das einfach geteilt. Das ist überhaupt kein Problem, weil wir den Gürtel ja am Ende sowieso zusammennähen. Und besonders kleine oder ähnliche Teile markiere ich mir übrigens immer so, dass ich mir das Schnittmuster dann mit Stoffklammern daran befestige, damit ich am Ende noch weiß, was das überhaupt war. Ihr könnt es aber auch beschriften. Wenn ihr die Hose mit Cargotaschen näht, dann solltet ihr jetzt die Cargotasche einmal komplett versäubern. Bei mir, wie gesagt, mit der Overlock. Und dann nehmt ihr euch noch die Hosenbeine vor. Und zwar haben wir die Vorderhose und die Hinterhose. Das ist jetzt die Hinterhose. Bei der Hinterhose wird einmal komplett vorne und hinten versäubert, aber nicht oben am Bund. Den Saum unten an den Beinen könnt ihr jetzt schon mit versäubern. Das habe ich aber erst später erledigt, als Vorder- und Hinterhose schon zusammengenäht waren. Die Reihenfolge ist da nämlich nicht ganz so wichtig. Das könnt ihr jetzt mit erledigen oder eben mit mir zusammen später. Also ich versäubere jetzt bei dieser Hose erstmal vorne und hinten. Und das mache ich natürlich bei beiden Schnittteilen. Bei der Vorderhose wird nur der Schritt und das Innenbein versäubert. Die äußere Kante, nein, auf keinen Fall, sondern nur wirklich hier innen der Schritt und das Innenbein. Und wie gesagt, wenn ihr wollt, unten am Fuß auch schon der Bund, aber das könnt ihr euch auch für später aufheben, wenn ihr möchtet. Das Versäubern mit der Overlock geht dabei ganz einfach von der Hand. Die Stofflagen sind ja nicht so viel und nicht so hoch und auch bei der Cargotasche geht das ganz schnell. Ihr setzt einfach immer wieder ab und immer wieder an und so könnt ihr die dann einmal rundherum versäubern. Schaut mal, das sieht doch richtig sauber aus. Fadenraupen müsst ihr dabei auch nicht vernähen oder sonstiges, die schneidet ihr einfach ab, denn die Hose wird ja mit dem Geradstich noch zusammengenäht. Also hier müsst ihr wirklich bei den Overlock-Nähten nichts weiter tun, als die Raupe hinten abzuschneiden. Dabei freue ich mich jetzt, endlich Hosentaschen zu bekommen. Dabei lege ich mir jetzt meine Hosentasche rechts auf mein vorderes Hosenbein. Dabei passt dieses Schnittteil auch wirklich perfekt. Das ist wie Puzzeln. Solltet ihr Vorder- und Rückseite nicht gut auseinanderhalten können, markiert euch das gerne mit einem Kreuz. Bei mir kann man das gut auseinanderhalten. Ich habe mir jetzt einmal diese Taschenkante festgesteckt und nähe sie jetzt mit dem Geradstich. Beim Festnähen vom Taschenbeutel lässt man dann 1 cm Nahtzugabe. Die wird später noch zum Bügeln gebraucht. Und zwar bügeln wir die jetzt Richtung Taschenbeutel, also nicht nach innen, sondern Richtung Tasche. Jetzt machen wir nämlich was ganz Interessantes. Wir untersteppen jetzt diese Tasche. Die wird jetzt mit so einem Steppstich mit 0,5 cm Nahtzugabe abgesteppt. Jetzt ist die Tasche nach innen abgesteppt und das nennt man Untersteppen. Das Ganze sieht dann so aus. Von innen sieht es so aus und von außen sieht die Tasche überhaupt nicht abgesteppt aus. So bekommt sie diesen ganz professionellen Look. Ich habe das jetzt einmal gebügelt, also innen sieht die Tasche abgesteppt aus, aber von außen sieht man diese Steppnaht gar nicht. Jetzt wird der Taschenbeutel rechts auf rechts nach innen gefaltet. Wichtig ist, dass ihr dort dieses Sandwich beachtet. An dieser Stelle ist sozusagen eure Markierung zum Feststecken. Hier liegen 3 Stofflagen übereinander. Hier wird sich jetzt diese Tasche entwickeln. Ihr habt dann einmal diese Rundung und ihr habt diese geraden Enden. Ich habe das jetzt mit unterschiedlichen Farben markiert, damit man das gut unterscheiden kann. Also diese pinken und eher breiten Stoffklammern sollen den Bereich markieren, der nur festgesteckt werden muss, der aber sehr wichtig ist.
Jetzt könnt ihr einmal noch an der Kante lang bügeln, damit die Tasche perfekt liegt, und an den lilanen Stoffklammern wird jetzt einmal lang versäubert und dann nochmal lang genäht. Mit dem Geradstich und einem Zentimeter Nahtzugabe. Und schon ist der Taschenbeutel fertig. So sieht das Endergebnis aus. Und ich finde, diese Tasche sieht jetzt schon super professionell aus. Dabei ist mir dann aber aufgefallen, dass ich hier doch eine Fadenraupe versteckt habe, nämlich vorne an der Kante der Hose. Also die innere Taschenkante muss schon perfekt versäubert sein. Jetzt kommen wir mal oben zum Bund. Hier muss auch die Tasche einmal mit dem Geradstich festgenäht werden, aber hier wird es nur ein Heftstich oder sozusagen eine kleine Hilfe mit 0,5 cm Nahtzugabe. Jetzt sind die Eingriffstaschen schon direkt fertig. Wir können jetzt die gesamte Seitennaht versäubern. Achte dabei aber auf diese Taschenbeutel. Damit die hier oben nicht verrutschen, habe ich die festgesteckt. Das ist die einzige Stelle, bei der ihr wirklich aufpassen müsst. Ansonsten könnt ihr jetzt einfach mit der Overlock einmal versäubern. Jetzt können wir schon Vorder- und Hinterhosenbein direkt übereinander legen. Schaut mal, hier ist jetzt alles wirklich versäubert, vorne und hinten. Jetzt legen wir diese Seitennähte aufeinander, so müsste das dann aussehen, und stecken sie fest. Also Vorder- und Rückteil liegen rechts auf rechts aufeinander und werden jetzt wirklich ordentlich und fein säuberlich zusammengesteckt. Achtet dabei darauf, dass auch die Hosenbeine am Ende an der gleichen Stelle getroffen sind, sonst wird eure Hose leider schief. Dann können wir sie mit 1 cm Nahtzugabe wirklich einmal der Länge nach zusammennähen, und dann empfehle ich euch auf jeden Fall, diese Naht einmal auseinander zu bügeln. Wenn ihr die Hose dann jetzt einmal auf rechts schlagt, dann müsstet ihr hier die Hosenbeine genau in der Mitte sehen und die Hosentaschen benutzen können. So sieht das Ganze dann von hinten aus mit dem Taschenbeutel. Ab jetzt geht es erstmal um die Cargo-Taschen. Wenn ihr keine nähen wollt, könnt ihr dieses Kapitel auch einfach überspringen. Ich nehme jetzt als erstes diese Taschenschlaufe vor. Die haben Nahtzugabe gehabt beim Zuschnitt, das fand ich schon mal richtig praktisch. Und ich habe dafür die Enden vom Stoff genommen, die sind damit einfarbig. Das schlagt ihr einmal rechts auf rechts in der Mitte zusammen und bügelt an der Kante, um eine gute Form zu bekommen. Jetzt näht ihr sie an der langen Kante und an einer der kurzen Kanten mit dem Geradstich und 1 cm Nahtzugabe zusammen. Wenn der Stoff recht dick ist, empfehle ich euch eine bisschen längere Stichlänge zu benutzen. Das funktionierte bei mir auf jeden Fall besser. Jetzt müssen wir diese Kante einmal kürzen, weil diese Schlaufe natürlich noch gewendet wird. In den meisten Fällen knipst man einfach hier dreieckig ab, aber ich spitze mir die Kante noch ein bisschen an und schneide so ab. Das empfehle ich euch auf jeden Fall. So wird das Wenden ein bisschen präziser und die Kante wird richtig toll aussehen. Übrigens habe ich zum Wenden richtig lange gebraucht. Ich hoffe, bei euch geht das schneller und ihr habt das perfekte Wendetool. Wenn ihr damit fertig seid, wird die Taschenschlaufe dann einmal schön gerade gebügelt. Die Naht ist dabei bei mir jetzt hier auf der rechten Seite, also wirklich genau an einer Kante. Jetzt können wir uns ja wirklich mal diese Cargo-Tasche wieder vornehmen. Also das ist der Taschenbeutel. Um die perfekte Taschenkante herzustellen, orientiere ich mich am Schnittmuster und kann genau an dieser Linie falten. Aber Achtung, ihr habt ja mit Nahtzugabe zugeschnitten, die müsst ihr dann beim Anhalten noch mit abrechnen. Mit einem Bügellineal geht das auch richtig gut. Ich habe jetzt einmal diese Taschenkante innen gebügelt und dann kann ich sie ganz einfach absteppen mit einem Geradstich hier lang. Ich habe jetzt hier knappkantig genau in der Naht genäht, damit das so ein bisschen verschwindet. Irgendwie fand ich das schöner und so sieht es dann bei mir aus. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier aber auch ein viel auffälligeres Garn benutzen, dann zeichnet sich das noch ab. Jetzt kommt die Taschenschlaufe zum Einsatz. Hier lege ich jetzt einmal mein Lineal an und schneide bei 24 cm einmal die Taschenschlaufe entzwei. Dafür kann man jetzt den Rollschneider benutzen oder eben die Stoffschere. Ich benutze irgendwie immer alle meine Werkzeuge. Das kleine Stück hebt ihr aber bitte noch auf, das braucht ihr noch.
Jetzt nehmen wir uns diese abgesteppte Cargo-Tasche vor, legen nochmal unser Schnittmuster auf und sehen dann auch genau, wo diese Taschenschlaufe hin muss. Wichtig ist, dass ihr euch hier alles genau anzeichnet. Ich habe das Schnittmuster einmal gefaltet und konnte dadurch genau diese obere Kante dieser Schlaufe abzeichnen und habe mir die Schlaufe festgesteckt und mit dem Trickmarker markiert. Jetzt wird einmal knappkantig an diesen Längen und oben an einer Markierung entlang genäht. Auch hier nehmen wir wieder einfach den Geradstich. Jetzt kommt diese knappe Kante und jetzt können wir das Ganze vernähen. Und schon ist unsere untere Tasche fertig. Man könnte fast sagen, man näht hier ein U. Von unten sieht das so aus, so sieht man es besser. Von oben kann man das jetzt gar nicht so richtig erkennen. Hier oben müsste auf jeden Fall ein großes Stück über sein. Das könnt ihr dann nach unten stecken. Wie möchtet ihr die Schlaufe befestigen? Ich habe mich für D-Ringe entschieden. Davon braucht man 2. Man könnte aber auch magnetische Verschlüsse benutzen. Den muss man aber mit der Hand annähen. Und man könnte sich auch für Druckknöpfe entscheiden, um diese Taschenplatte festzubekommen. Ich habe mich ja für die Taschenschlaufe mit den 2 D-Ringen entschieden. Die ziehe ich jetzt auf dieses kleine Taschenschlaufenstück, bei dem ich vorhin gesagt habe, das dürft ihr nicht wegtun, das braucht ihr noch. Und die werden draufgezogen und jetzt nehmen wir uns diese obere Taschenplatte vor, das Schnittmuster drauf und jetzt sehen wir auch schon direkt, wo diese Schlaufe hin muss. Ne? Also ich schaue mir das genau am Schnittmuster an. Dann markiere ich mir noch diese Stelle, an der man das festnähen muss. Auch die habe ich vom Schnittmuster abgelesen. Die ist dort genau eingezeichnet. Schaut mal. Jetzt wird es noch mit der Nadel fixiert, damit es nicht hin und her rutschen kann. Und auch hier wird wieder genauso wie bei dem unteren Stück knappkantig abgesteppt. Einmal hier und an meiner Trickmarker-Markierung. Sobald ihr das erledigt habt, faltet ihr diese Taschenplatte dann rechts auf rechts quer und nehmt diese D-Ringe nach innen und näht alles einmal mit 1 cm Nahtzugabe ab in einem U. Leider sind meine Aufnahmen dazu verschwunden, deswegen zeige ich euch einfach, wie dieses fertige Ergebnis nach dem Wenden dann aussehen muss. Die Taschenplatte wird nach dem Nähen gewendet und diese Ecken werden dann direkt ausgeformt. Die D-Ringe bleiben immer genau in der Mitte an der Kante, an der ihr nicht näht. Auch hinten ist es dann natürlich nicht zu. Das brauchen wir jetzt gleich und nähen es an. Jetzt nehmen wir uns unsere Hosenbeine vor. An der Seitennaht wird jetzt diese Cargo-Tasche einmal fixiert. Dafür lege ich diese versäuberten Enden nach innen, also ihr habt dann ungefähr 0,7 cm Nahtzugabe bei der Overlock und legt sie nach innen und steckt alles mit Stecknadeln fest, so wie ihr eine normale Tasche auch festnähen würdet. Das habe ich jetzt einmal genau anhand des Schnittmusters gesehen, wie man das feststecken muss. Jetzt kann ich hier wieder in U-Form ganz knappkantig festnähen. Dabei könnt ihr diese oberen Enden hier von der Tasche auch doppelt nähen. Dann hält diese Tasche auf jeden Fall bombenfest, wenn man sie auch viel benutzt. Wenn ihr schon ein bisschen fortgeschrittener seid, könntet ihr jetzt auch euer Schnittmuster nochmal anlegen, die Markierung anhand des Schnittmusters machen und auch die obere Taschenplatte gleich mit feststecken. Die wird hier einmal genau drauf gesteckt. Ich habe mir das hier an der Markierung festgesteckt und dann wird genau an dieser unteren Kante einmal mit dem Geradstich festgenäht und eben hier in dieser U-Form. Das können wir auch alles in einem Ritt erledigen. So sieht das Ganze dann aus. Wichtig ist, dass ihr oben an der Taschenplatte auch noch einmal absteppt, damit diese dann auch so schön nach unten fällt. Jetzt könnt ihr diese D-Ringe einfädeln. Die werden einmal durch beide Ringe gezogen und jetzt zieht ihr die Schlaufe über einen Ring drüber und durch den anderen durch. Und dann habt ihr auch schon perfekt die Schlaufe in diese beiden D-Ringe integriert. Fertig ist die Tasche. War gar nicht so schwierig, oder? Als nächstes legen wir unsere beiden Hosenbeine übereinander und stecken sie an der Schrittnaht und an der Poponaht fest. Das machen wir ganz ordentlich und stecken auch hier wieder schön die Nähte ordentlich übereinander. Und jetzt könnt ihr mit dem Geradstich mit 1 cm Nahtzugabe diese Naht schließen.
So sieht das dann aus. Auch hier empfiehlt es sich wieder, diese Nähte auseinander zu bügeln, damit diese Nahtzugaben am Ende auch richtig perfekt liegen und auseinander liegen. Ich hatte ja zu Beginn schon gesagt, dass ich den Saum zum Ende hin erst versäubern möchte und das kann ich jetzt erledigen. Jetzt nehme ich mir diese Hosenbeine vor und versäubere die einmal mit der Overlock. Die beiden Hosenbeine können jetzt zusammengenäht werden. Dabei wird jetzt die Innenbeinnaht geschlossen. Ich stecke jetzt einmal ganz ordentlich alles zusammen und achte darauf, dass hier auch wirklich immer in knappen Abständen meine Stoffklammern sind, damit sich keine Naht verschieben kann. Es ist nämlich ein perfekter Sitz, wenn ihr wirklich immer nur diesen 1 cm Nahtzugabe habt und es nirgendwo dann abweichen kann. Im Schritt stoßen diese beiden Nähte jetzt einmal direkt aufeinander. Achte darauf, dass die wirklich perfekt liegen. Wenn sich diese Nähte perfekt treffen, dann habt ihr am Ende auch ein wirklich schönes Ergebnis und nichts ist schief oder verzogen. Ich habe mir das jetzt gesondert festgesteckt und extra drauf geachtet. Und wenn man jetzt mit diesem ganzen Feststecken fertig ist, dann kann man diese Innenbeinnaht auch mit 1 cm Nahtzugabe schließen. Also wir nähen jetzt wirklich einmal in diese Hosenbeine zusammen, lasst aber unten am Ende 2 cm Öffnung. Ich zeige euch gleich mal, wie ich das genäht habe. 1 cm Nahtzugabe ist ja schon mal kein Problem. Sollte die Schrittnaht euch ein bisschen zu hoch sein, dann empfehle ich euch, dass ihr hier eine kleine Hilfe benutzt. Am unteren Ende, also an diesem Beinbündchen, hört ihr jetzt wirklich bei eurer Markierung von dieser 2 cm Öffnung kurz vor der Schließung aufzunähen. Verriegelt eure Naht und jetzt nach dem Verriegeln schiebt ihr einfach den Stoff dann ein kleines Stück weiter und setzt wieder an und näht unten einfach auch noch diese Nahtzugabe zu, also diesen 1 cm, der unten noch fehlt. Dann müsste es eigentlich jetzt so ein kleines Löchlein geben. Das brauchen wir dann später, um unseren Gummi einzufädeln. Also das sieht dann beim Auseinanderziehen so aus. Wichtig ist, dass ihr dort gut verriegelt, damit es da dann nicht aufgehen kann, wenn ihr den Gummi einzieht. Jetzt könnt ihr den Saum einmal umlegen und bügeln. Nehmt hier bei der Saumzugabe einfach eine Saumzugabe, die zu eurem Gummi passt. Ich habe mich jetzt hier für 4 cm entschieden, weil ich einen 3 cm Gummi habe. Das Ganze wird jetzt einmal mit dem Geradstich knappkantig an der Naht zusammengenäht. Ich habe mich jetzt bei der Nähmaschine an meiner 3 cm Markierung übrigens orientiert, damit das für mich gut funktioniert. Als nächstes nähen wir die Gürtelschlaufen. Dann gehen wir wieder nach oben an der Hose. Die werden auch wieder horizontal zusammengefaltet und dann gut festgesteckt. Jetzt können wir die mit dem Geradstich einmal schließen. Und da ich Wenden wirklich überhaupt nicht so gerne mag, habe ich mich dazu entschieden, hier einen doppelten Geradstich zu nutzen und meine 8 cm Schnitte hier einfach extra zu machen und extra zu wenden. Ihr könnt auch das ganze große Teil einmal wenden und zurechtschneiden. Ihr könnt aber auch den doppelten Geradstich nutzen und euch diesen ganzen Wendeärger sparen. Dann wird einmal zurechtgebügelt, aber so, dass diese Naht nach innen schaut, genau mittig. An der hinteren Naht stecke ich jetzt diese Gürtelschlaufe rechts auf rechts fest. Und auch meine Knipse kommen jetzt hier wieder zum Einsatz. Auch da kann ich rechts auf rechts dann meine Gürtelschlaufen feststecken. Ihr müsstet jetzt 5 Gürtelschlaufen haben und diese an den Nähten bzw. an den Knipsen festgesteckt haben. Diese werden jetzt mit einer Sicherheitsnaht einmal fixiert mit 0,5 cm Nahtzugabe. Die Gürtelschlaufen sind jetzt einmal nur fixiert, die brauchen wir dann später nochmal. Jetzt kommen wir aber erstmal zum Bauchbund. Dafür nehme ich mir jetzt diesen Zuschnitt vor und falte den einmal links auf links mittig. Die äußere Kante wird dann auch noch gebügelt, damit diese dann
guten Stand hat und es einfacher wird, das Ganze zu nähen. Jetzt schlagen wir das Bündchen wieder auf und legen es rechts auf rechts. Bevor wir diese Seite jetzt feststecken können, müssen wir einmal markieren. Nach 2 cm mache ich eine Markierung und dann nochmal bei 4 cm. So haben wir eine 2 cm Öffnung, bei der wir dann später den Gummi einziehen. Wir nähen jetzt hier fest und hier fest mit 1 cm Nahtzugabe. Hier lasse ich jetzt wieder diese Lücke und nähe dann mit schöner verriegelter Naht fest. Auch hier wird wieder die Nahtzugabe auseinandergebügelt. Der Bund kann nun rechts auf die Hose aufgelegt werden. Achtet darauf, dass diese Lücke nach außen schaut. Also die schaut euch jetzt an, die wird dann später nochmal gedreht. Ihr nehmt jetzt also das hintere Ende eurer Hose und steckt genau an der Schlaufe einmal fest. Dann wird rundherum der Bund einmal festgesteckt und jetzt könnt ihr den auch rundherum einmal versäubern. Wichtig ist, dass ihr hier auch die Öffnung beachtet und die nicht zunäht. Hier habe ich jetzt wirklich mit 1 cm Nahtzugabe einfach erstmal lang genäht. Und danach habe ich dann mit der Overlock dieses obere ausgefranste einmal schön versäubert und dabei auch noch ein bisschen abgeschnitten, damit das wirklich perfekt aussieht. Schaut mal, wie die Nähte hinterher aussehen. Das ist ein riesiger Unterschied zu vorher. Wenn wir jetzt den Bund einmal umschlagen und nach oben schlagen, dann sieht es ja schon fast aus wie eine fertige Hose. Nach 2 cm muss hier jetzt einmal ein Abnäher gemacht werden, von der oberen Kante aus gesehen. Das nehme ich jetzt einfach in meine Nähmaschine rein und nähe an diesen 2 cm einmal rundherum ab. Das Ganze sieht dann so aus. Jetzt wollen wir uns noch den Schlaufen widmen. Ich habe mir jetzt hier 1 cm abgemessen, die nach innen gefaltet und dann an diese Naht, die ich gerade zum Abnähen gemacht habe, rangeheftet. Schaut mal, ich habe das jetzt hier mit Stecknadeln einmal festgesteckt. Dort wird dann auch lang genäht. Dann sind dann diese 5 Gürtelschlaufen auch ganz unauffällig. Hier nähe ich direkt auf dieser Naht lang. Jetzt schauen wir uns mal diese Öffnung an. Die habe ich ja noch gelassen für meinen Gummi. Hier nehme ich wirklich nur eine herkömmliche Sicherheitsnadel, stecke die durch mein Gummi durch und versuche diesen 3 cm Gummi durch diese 2 cm Öffnung zu quetschen. Das hat ewig gedauert und auch den Gummi einzuziehen dauert lange. Verzweifelt nicht, versucht es einfach nochmal, wenn was schief geht, wie bei mir. Da geht dann auch einfach mal so eine Sicherheitsnadel mittendrin im Tunnel auf und geht auf keinen Fall wieder zu. Also wichtig ist, dass ihr hier Geduld beweist. Wenn ihr es dann einmal geschafft habt, dann näht ihr diesen Gummi, wenn ihr ihn übereinander gelegt habt, mit einem Zickzackstich fest. Also ihr nehmt diese beiden hinteren Enden, legt sie übereinander und nutzt euren Zickzackstich, um dieses Ende einfach zu versäubern. Wenn ihr Glück habt und ein bisschen zieht, dann zieht sich der Gummi direkt einfach oben in das Bündchen rein. Bei mir war die Naht jetzt ein bisschen dick, da musste ich ein bisschen nachhelfen. Wenn ich jetzt ziehe, verschwindet der Gummi einfach wie von Zauberhand. Das ist jetzt ein bisschen Las Vegas-Feeling. So. Weg ist er. Und ihr könnt jetzt diese Öffnung auch einfach offen lassen. Ich mache das so. Ihr könnt sie mit dem Leiterstich schließen oder auch knappkantig abnähen. Genau das habe ich übrigens auch und mit dem Beinbündchen hinter mir. Auch hier war es wieder für mich schwierig, den Gummi einzufädeln. Aber vielleicht seid ihr da drin auch einfach besser als ich. Die Öffnung lasse ich, falls ich diese Gummis nochmal neu machen möchte, vielleicht ein bisschen breiter oder so. Jetzt kommen wir zum Gürtel. Den Gürtel nehme ich mir vor und lege beide Gürtelstücke übereinander rechts auf rechts. Die länglichen lassen wir jetzt mal hier in Ruhe, sondern wir wollen nur diese kürzeren Enden einmal zusammennähen mit dem Geradstich und 1 cm Nahtzugabe. Auch die wird hier wieder auseinandergebügelt. Diesen Gürtel müsst ihr dann einmal rechts auf rechts falten. Ich zeige es hier leider einmal falsch. Und markiert euch 4 cm für eine Wendeöffnung. Die näht ihr dann nicht zusammen. Ich mache diese Markierung von den 4 cm jetzt leider außen, aber eigentlich sollten die innen sein. Ihr müsst ja rechts auf rechts falten. Näht also jetzt einmal am Gürtel entlang, lasst die Wendeöffnung offen und näht jetzt noch das hintere Ende zusammen.
Danach könnt ihr den Gürtel dann wenden. Wenn ihr das einmal geschafft habt und die Ecken gut ausgeformt sind, dann habt ihr ja hier noch diese Wendeöffnung offen. Die könnt ihr jetzt knappkantig absteppen oder mit dem Leiterstich schließen. Die würde ich auf jeden Fall schließen. Ich habe mich für knappkantig absteppen mit der Nähmaschine entschieden. Schaut mal, man sieht fast überhaupt nicht diese Naht. Dann wird dieser Gürtel einmal eingefädelt durch diese Schlaufen durch und kann dann vorne zu einer Schleife gebunden werden. Also ich finde, dieser Gürtel wertet die Hose auch nochmal auf. Ihr könnt aber auch diesen Schritt weglassen, wenn es schneller gehen soll. Ich liebe diese Taschen, die sind richtig groß und auch diese Seiten-Cargo-Tasche finde ich richtig toll. Allgemein finde ich, dass diese Hose wirklich richtig cool aussieht. Die ist bequem und die gibt mir so richtig tolle Gartengefühle. Da möchte man am liebsten sofort raus in den Garten gehen oder den Grill anwerfen. Mir hat das ganze Projekt richtig viel Spaß gemacht und ich finde die Hose so schön, dass ich die auch nochmal in einer anderen Version aus einem anderen Stoff nähen werde. Ich gehe jetzt aber erstmal noch ein Stück Kuchen essen von gestern und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, ein Abo dazulassen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!